Guten Tag! Heute zeigen wir Ihnen eine Spezialität von Meshparts, die Blechdickenoptimierung. Die Meshparts-Blechdickenoptimierung ist ein von Meshparts entwickelter Algorithmus basierend auf der Topologieoptimierung. Das Ziel der Optimierung ist die Steifigkeitsmaximierung oder Gewichtseinsparung. Durch die Reduktion der bewegten Massen erreichen Sie eine höhere Dynamik Ihrer Maschinen und geringere Belastung Ihrer Komponenten. Weniger Masse bedeutet in aller Regel auch Einsparung an Materialkosten. Anstatt einer Reduktion der Masse können Sie auch die Steifigkeit erhöhen. In der Regel ist die Interpretation der Ergebnisse der Topologieoptimierung für den Konstrukteur ein wahrer Albtraum. Da bei der Blechdickenoptimierung nur die Blechdicken variiert werden, ist die Umsetzung in eine fertigungsgerechte Konstruktion keine Herausforderung mehr. Auf dieser Folie zeigen wir Ihnen die Vorgehensweise. Im ersten Schritt müssen Sie die CAD-Daten aufbereiten. Für den Algorithmus ist es notwendig, jedes Blech als einzelnen Volumenkörper zu modellieren. Im zweiten Schritt lesen Sie die Daten in Meshparts ein und berechnen den statischen Lastfall. Anschließend können Sie in einem dritten Schritt die Blechdickenoptimierung starten und auswerten. Der letzte Schritt ist die Umsetzung in eine fertige Konstruktion. Wir möchten Ihnen das Thema anhand eines Beispiels begreiflich machen. Sie sehen einen Maschinenschlitten, ausgeführt als Schweißkonstruktion mit Plattendicke 20 mm. Die Grundplatte ist mit 35 mm ausgeführt. Ich zeichne sie kurz ein. Die Flächen zur Linearführung werden in X- und Y-Richtung fixiert. Das sehen Sie in dem gelben Kreis. In dem roten Kreis sehen Sie markiert die Bohrung für den Kugelgewindetrieb. Dieser ist in Z-Richtung fixiert. Auf die Lagerbohrung wirkt eine Kraft in X-, Y- und Z-Richtung von 1000 Newton, jeweils in einem separaten Lastfall. Links sehen Sie die Bezeichnung der einzelnen Platten. A ist die Grundplatte, B die Seitenplatte 1, C die hintere Platte, D die vordere Platte, E die Seitenplatte 2, F und G sind im Inneren des Bauteils, 2 Rippen. H ist der Außendurchmesser des Gehäuses. Rechts sehen Sie die Verformung in X-Richtung bei einer Kraft von 1000 Newton in X-Richtung. Jetzt sehen Sie die Verformung in Y-Richtung bei einer Kraft von 1000 Newton in Y-Richtung. Anschließend sehen Sie in Z-Richtung die Verformung bei einer Kraft von 1000 Newton in Z-Richtung. Da wir nun mit der Berechnung des statischen Lastfalls fertig sind, müssen wir die Blechdickenoptimierung einstellen. Die Einstellung erfolgt in 3 Schritten. Im ersten Schritt laden wir das Berechnungsmodell. Die Parameter für die Gewichtseinsparung und Anzahl der Iterationen werden im zweiten Schritt eingestellt. Die Option MetaLM sorgt dafür, dass der Algorithmus für die Blechdickenoptimierung verwendet wird. Der letzte Schritt ist die Einstellung der Gewichtung der einzelnen Lastfälle. In unserem Beispiel werden die Lastfälle 1 bis 3 gleichgewichtet. Der Lastfall 4 bleibt also unberücksichtigt. Und schon sind wir fertig. Die Blechdickenoptimierung ist ein iterativer Vorgang. Vorher hatten wir ja 20 Iterationen eingestellt. Rot zeigt in dieser Darstellung die maximale Blechdicke an, weiß die minimale Blechdicke. Das Ergebnis der ersten Iteration zeigt eine gleich verteilte Blechdicke. Mit jeder weiteren Iteration werden die Blechdicken weiter optimiert. Die letzte Iteration zeigt schließlich das Endergebnis. Diese Folie zeigt, wie einfach es ist, das Ergebnis in eine CAD-Konstruktion umzusetzen. Links sehen Sie die Konstruktion vor der Optimierung. Sie haben mehrere Rippen, die alle mit Plattendicke 20 mm ausgeführt werden. Nach der Optimierung mit Meshparts haben Sie rechts die Konstruktion, die optimiert wurde. Sie sehen, dass die äußeren Rippen, die Seitenrippen, deutlich größer geworden sind, als auch das Gehäuse des Lagers. Die inneren Rippen sind entfallen. Auf dieser Folie sehen Sie noch einmal die Ausgangssituation. Mit Ausnahme der Grundplatte wurden alle Platten mit Blechdicke 20 mm ausgeführt. In Y-Richtung besitzt diese Konstruktion eine Steifigkeit von 951 Newton pro μ. Grün dargestellt sehen Sie nun das Ergebnis nach der Optimierung. Die Grundplatte wird deutlich dünner,
die Seitenplatten und die vordere Platte deutlich dicker. Die inneren Rippen entfallen sogar komplett. Die Steifigkeit in Y-Richtung beträgt nun nach der Optimierung 1343 Newton/μ. Nun zeigen wir Ihnen die Steifigkeitsergebnisse. Links sehen Sie, dass die Masse bis auf 2 Kilogramm gleich geblieben ist. Die Steifigkeit in X-Richtung konnten wir um 9% steigern, in Y- und Z-Richtung sind es sogar 40% und das bei gleicher Masse. Rechts sehen Sie nochmals die Verformung der Ausgangssituation. Und jetzt mit gleicher Skalierung das Ergebnis der Optimierung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir mit einem Zeitaufwand von 5 Stunden die Steifigkeit um bis zu 40% erhöht haben. Dadurch verbesserte sich das dynamische Verhalten. Wir haben Ihnen auch gezeigt, dass die Ergebnisse einfach zu interpretieren sind und fertigungstechnisch einfach umgesetzt werden können. Grundsätzlich ist Mesh-Parts auch in der Lage, die Blechdickenoptimierung in Baugruppen durchzuführen. An dieser Stelle möchten wir uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.